Ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich es schaffe. Okay, hier ist dieses komische Platypus-Ding. Ein Schnabeltier, ne? Aber wenn man sich überlegt, es gäbe so einen Job wirklich, wäre auf jeden Fall ziemlich krass. This is where the house used to be, isn't it? The house that never should have been. I mean, really, what is it about unusually high and dangerous places that attract people? Ah. So gesehen, vielleicht würde ich nicht der geilste Ort, um ein Haus zu bauen. Was halt schick. Is that why you approached me back then? Yeah. What about now? I suppose it's just a part of it. Look, it was a long time ago. It's not relevant now. But Izzy said I should tell you the truth. Ach so, hier geht es jetzt um diese Sache, wo sie dann darüber irgendwie anscheinend angefangen hat, diese Rabbit-Zeit zu basteln. I shouldn't have tainted our first meeting like that. Aber anscheinend kommen wir zu spät und er hat ihr das jetzt schon gebeichtet. Schnabeltier. What is that? A hacky sack? Can you throw this as far as where Anya's at? I don't know. You want me to try? Would you? River! Are you insane? Get away from there! I think this memory isn't too far from the last. Think they may be connected? Probably. Why did she cut her hair anyway? I like long hair. Vier. Das war einfach. Da haben wir den gepackten Rucksack, der das letzte Mal da vorm Bett stand. Oh, nur noch 9 Stunden. Everyone with it is different, John. Just because she and I share the syndrome doesn't mean we share the same head. But you must be able to help somehow. Everything was okay at first, but now she's even more aloof than before. Even when we're in the same room, she's never really there. It's starting to take a toll on me. I just don't know how to take it anymore.
Well, I can't speak for her, but many of us do long for connections. Though being able to articulate it is a different story. Just because she struggles to express it, it doesn't mean she doesn't feel anything. She's still there, right? Sometimes you just have to have faith that she cares. It's pretty difficult to do, day in and day out. I know. Wait, but why do you seem so normal, Izzy? I mean, don't you have the same condition? For one, I was diagnosed when I was still young. With effort, it's not impossible to acquire a guise of social norms systematically. Oh Gott, ich kann es gerade nicht aussprechen. Systematically. Yeah, systematically. But you know what? I both envy and pity River. Me, I'm an actress because I've been doing it all my life. Not only on stage, but off stage, and at practically every moment. I've gotten good at it because acting is the only option I have. It's the only way for me to be normal. But River, she never did that. She remained an outcast and refused to learn to step against it. I don't know if it was by choice or by limit, whether bravery or cowardice. Also man weiß nicht, ob sie das absichtlich macht oder weil es halt nicht anders geht. Ob sie es macht, weil sie mutig ist oder weil sie feige ist. There are days when I just can't stand faking it anymore. And then I realize that it's too late. The Isabel that people know of is all an act, and the real me has long become a stranger. I think in the end, I just envy her. Also eigentlich beneidet Isabel River darum, dass sie so ist, wie sie ist, während sie halt, ja, eigentlich immer schauspielert. Weiß ich nicht. Ich weiß ja noch nicht genau, was sie haben, aber anscheinend, dass sie irgendwie Emotionen nicht nach außen lassen oder so. Oder nicht verstehen, oder... I've never met a woman with it before. Then technically you still haven't met one. This isn't part of our business. Let's move. Guck mal die Fotos an. Nee. The world would be a lot more beautiful if people just remembered faces more. Ach so, die Person kann sich halt an die Leute hier nicht mehr erinnern. Deshalb sind die jetzt so ausgeglichen. Anything new today? No. What are you reading there? The Emperor's New Cloth. Ach so, das war doch das hatten wir doch jetzt schon zweimal gesehen. Oder Clothes. I loved this when I was young. Still do, huh? Of course. Just for different reasons. When I was a kid, I loved the Animorphs series. I know, your mother gave you a book from it as a wedding present. Yeah, that was one odd wedding present. I guess I was pretty obsessed with it when I was a kid. Why haven't you read them since? Huh? I saw them. They're collecting dust in the garage.
Well, I just grew out of them, I guess. I mean, they are children's books. What's wrong with reading children's books? They're comforting. I suppose so. I think I'm going to get this one. I'm not yours, you're not mine. Be my anti-Valentine. Hey River, this one's not that corny. River? But what about David's? He's my favorite character. I don't know. What are you talking about? Des Kaisers neue Kleider ist das Buch, was ihr immer wieder liest. Animorphs, have you read it? No? Yes. Really? Sort of. Uh-oh. Do you know what animal is David's main morph? Ich habe keine Ahnung, was Animorphs für eine Serie ist. Und in welches Tier sich David verwandeln kann. Google mal gerade Animorphs. Vielleicht gibt es auch in Deutsch einen anderen Namen dafür. Science-Fiction-Bücherreihe von den Abenteuern 5 Jugendlicher Fähigkeiten erhalten haben. Oh Gott, es ging jetzt um David, ne? Oder um Jake, um David. Hier ist auf jeden Fall aufgezählt, wer welche Verwandlung hat. Aber um welchen Namen ging es gerade? Also Jake kann sich in jemanden namens Homer verwandeln, einen Golden Retriever. Homer würde hinpassen. Geht um David, okay. Ich habe gerade noch überlegt, ich glaube auch, dass es um David ging, aber ich war mir nicht mehr sicher und dachte, okay, das ist wahrscheinlich der erste. David. 12 Jahre alter Junge, der zufälligerweise eines Tages die blaue Box entdeckte. Eben jenes Gerät, welches Lebewesen Morphinkräfte verleiht. Dadurch wird er sowohl für die Animorphs als auch für die Yeerks interessant. Bla bla bla. Ist er der Meinung, für seine Tat an Tiergestalt nicht gerade stehen zu müssen? Ich habe die Scheibe nicht eingeschlagen. Das war ein Steinadler, Herr Wachtmeister. Verhaften Sie diesen Vogel. Und er mordet auf seinem ersten Flug grundlos einen kleinen Vogel. Später behandelt er Ax sehr herablassend, da dieser kein Mensch ist. Sobald sie aber gemorpht sind, macht er gnadenlos Jagd auf sie, wohl wissend, dass es keine echten Tiere sind. Also er zerstört Tiere, besonders wenn sie keine echten sind. Er wird in eine Rattengestalt gesperrt und auf eine Insel ausgesetzt. Also anscheinend verwandelt der sich immer in irgendeinen Vogel. Ach, wahrscheinlich müsste ich mal die englische Wikipedia lesen, um zu sehen, was das genau für ein Vogel ist. Hat's jemand schon? Wo das hier von David? Ja, aber das, wie heißt das Ding auf Englisch? Hey, Eileen.
Also hier steht immer, dass er in eine Ratte verwandelt wird und dass er dann aber nicht mehr rauskommt. Alien. Nicht Alien. Soll ich einfach probieren, Igel? It doesn't sound right. Don't worry. I'll find it out for you. Nehmen ist Davids Mainhof. Ich weiß, wie gesagt, am Schluss wird er in eine Ratte verwandelt. Und das ist aber... Ja, ich glaube, ist auch nicht so wichtig. Tobias Hawk, Rachel Grizzly, Jake Tiger, Marco Gorilla, David Cobra, Cassie Wolf. Why? Cobra, okay. Oh, just wondering. You could have just googled it. Ich hab's versucht. Wo habe ich nichts gelesen? Rogue, genau. Oh ja, a Cobra. I really wish they kept the old covers instead of these plain sheets. Those were cool. To the moon. So, in 5. Oder probiere ich jetzt einfach rum? Ach nein, das ist sogar perfekt. 4, 5. Naja, fast. Animorphs. Okay, ist mir komplett unbekannt gewesen. Habe ich noch nie gehört, Animorphs. Kennt das jemand von euch? Oder ist das anscheinend mehr ein amerikanisches Ding oder so? Oh, everyone's leaving already, but I just got here. Seems to happen to you a lot of parties. Oh, go save your childish jabs for the insecure. Okay, sind also auf einer Feier hier gerade. Da haben wir schon wieder Oliven. An aged Animorphs book. Glass bottle of pickled olives. Animagus. I see le fromage. But where's the mouse? That's the corniest remark you've made all night. Don't you mean cheesiest remark? Wow. Anomalus. Ach so, ich weiß, ja, der dann so explodiert bei den Mages. Harry Potter. Jen, sieht man das nicht? Es geht gerade mehr um das Spiel als um mich, hoffe ich.
Ja, die sind wahrscheinlich abgedampft, wenn das Buch hier liegt und die Oliven auch. Ach so, die sind sogar genauso wie hier in Marinecraft, beziehungsweise wie in Animorphs. Immer bei diesem Leuchtturm. Ja, ja, klar. Ist ja noch viel Zeit. Ich glaube nicht, dass das noch 9 Stunden geht. Würde es aber eigentlich gerne noch durchspielen. Mal gucken. Ich denke mal, Hälfte haben wir. Jetzt will ich schon wissen, was da draus wird. Do you feel any different? Now that we got the rings on, I mean. Ah, sie sind gerade frisch verheiratet. Hat er schon geweint? Nee. No? Why? Do you? Actually, yeah, I think so. What is it like? It's just different. Just the responsibilities, I suppose. Responsibilities. Do you like the name Anja? Would you like to name her Anja? Ah, okay. Ich nehme mal an, sie ist schwanger und sie wird aber das Kind verlieren. Und zwar hat das irgendwas mit dem Leuchtturm zu tun und deswegen benennen sie den Leuchtturm so. I understand. Yeah, Anja's a good name for her. Hey, come with me. This can be a good idea. I probably trip and fall. Don't worry, just follow my steps. Ich sag bloß, jetzt fällt sie die Treppe runter oder sowas. Ow, my ass. I think you stepped on my toes. Sorry. Achso, sie haben da getanzt. Und er ist auf ihr auf den Fuß getreten. Come on, let's try again. Oder umgekehrt. Ich finde so Spiele spannend und ich mag es auch dann total, das in einem Rutsch durchzuziehen, um quasi immer tiefer zu gehen, was da passiert ist. Ja, aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man das nicht so spannend findet. Aber es geht ja noch eine Weile und wir werden auch noch ein paar andere Sachen spielen. To promise to love and comfort, to honor and to keep in sickness and in health, for as long as you shall live. As you shall live, I do. And do you take this man standing before you to be your lawfully wedded husband? To promise to love and comfort, to honor and to keep in sickness and in health, for as long as you shall live? Yes. It's one of the most touching games ever. Yeah, it's a really good game for doing that.
By the power invested in me, I now pronounce you husband and wife. Ladies and gentlemen, I present you Mr. and Mrs. Wilds. Ach, dann war das wahrscheinlich hinterher noch dann direkt die Hochzeitsfeier, wo wir sie jetzt da gesehen haben. Ach, the wedding. Yeah, what did you think that was? I'm just bad at weddings, that's all. Fluids tend to escape from my eyes. I didn't know you were that sentimental. Oh, did I say my eyes? I meant my mouth. And by fluids, I meant both fluids and solids. Oh god. That's a lovely image. Thanks, Neil. Come, let's find a way to get out of here. It reminds me a bit of Her Story and games like that. And I already mentioned Gone Home, which is for free right now. All this happiness and joy is really putting you off too, huh? No, I just don't like watching people make mistakes. Sheesh, whatever happened to just take it moment by moment? Oh, I'd better go see how your aunt is doing. Alright, Ma. Tell her thanks for coming. I will. I'm so proud of you, Joey. Joey? Oh, that's my grandpa's name. Passed away before I was born. Ma calls me by it as my nickname. How come you never told me about it? 'Cause I'd rather you call me John. Not another sentimental grandparent childhood. What do you have against those anyway? I mean, you sure talk about your grandfather a lot. What? No, I don't. Whatever you say. Joey. Okay, also er wurde von seiner Mutter immer Joey genannt. I'm so proud of Joey. Wir müssen aber nicht weiter nach unten, oder? Doch? Aber wenn wir da lang können, dann müssen wir es wahrscheinlich auch. Ja, hier parken die ganzen Autos von den Gästen. Da unten stehen welche auf der Straße. It can't be helped, River. I'm sure they didn't mean to. Come on, we are late. Wait, is that a rabbit? Think this is the source of all those folded paper ones? By which she obsessed over some roadkill. Ach, sie sieht da einen toten Hasen auf der Straße. Not to mention so many years later. Don't ask me, you are the woman here. I'll be convinced that I'm the only one when you do a cordless bungee jump. Okay, also ich bin erst die einzige Frau hier, wenn du einen Bungee Jump ohne Leine machst. Come on, River, we're late. Da haben wir den Rasen. Den toten Hasen. Aber warum der Hase jetzt so wichtig ist?
Nur weil sie den jetzt hier einmal gesehen hat. You know, it's a fantastic wedding when the momentous roadkill. Also es ist eine großartige Hochzeit, wenn das Erinnerungsstück ein überfahrenes Viech ist, ein Roadkill. Hey, maybe she saw it as a metaphor for the terrible marriage. Sie hat diesen überfahrenen Hasen als Metapher für die furchtbare Ehe gesehen. So, years later she began folding the rabbits because she was reminded of how rotten it was. Or, you know, something equally pretentious. Good story, Neil. Ja, das ist aber irgendwie das wäre zu simpel, glaube ich.